Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt, und zwar Hand of Fate. Ich sag schon mal im Voraus, ich spiele das Spiel eigentlich blind. Ich habe es vor einer Zeit mal angetestet, aber es hat mir auch sehr gefallen. Aber ich werde das Spiel quasi blind spielen und verderbe euch den Spielspaß dadurch nicht. Ich kann euch dahingehend nicht spoilern. Ich kann euch vielleicht sogar am Anfang Sachen erklären, die kompliziert erscheinen, aber mal gucken, ob die im Spiel überhaupt was verändert haben, weil als ich es gespielt hatte, war glaube ich eine Beta-Version. Jetzt müsste sie glaube ich released sein. Naja, was kann man über das Spiel sagen? Das ist eine Art Kartenspiel, man hat ein Kartendeck. Diese Karten, die man hat, werden halt durch bestimmte Aktionen gezogen. Diese Karten rufen gewisse Geschehnisse hervor. Sowas wie Quests, Aufgaben und so weiter. Und da spielt auch Glück eine Rolle, muss ich sagen. Und ja, gucken wir mal rein und sehen mal, wie das Spiel so ist. Ich drücke einfach mal auf Spiel starten. Ah, one more for the game. Come, sit. You have passed the 13 gates. And you come to my table to play the game of life and death. Your stake is wagered. I refuse none who come here. Yet, I say, turn back. Back so soon? I knew you would not falter. The game begins. One lives and one dies. Let us see what you are made of. Here is the first member of my court, the Jack of Dust. 12 in all must fall before you may challenge me. Sprich, das ist eine erste Aufgabe, die er uns gibt, und zwar müssen die Staubbuben besiegen. Er hat gerade gesagt, 12 müssen fallen, bevor wir ihn herausfordern können. Sprich, wir müssen 12 Bosse, glaube ich, schon besiegen, bevor wir ihn besiegen können. So, ich lese einfach mal vor. Der Staubbube. Der Anführer der Räuber ist stärker und schneller als die meisten Räuber, die dir begegnen. Er kann in Rage geraten und so mächtige und unblockbare Angriffe ausführen. Außerdem stachelt er sein Gefolge dazu auf, bei jedem Treffer Gold zu stehlen. In den Ruinen eines alten Tempels zwischen sich ewig wandelnden Sanddünen lebt der mysteriöse Anführer der Wüstenräuber. Er ist berüchtigt für sein Terrorregime über Gewürzkarawanen, die es wagen, durch sein Reich zu reisen. Er herrscht als ein König über die öden Lande. Das sind meine Karten, die ich habe. Erste Runde. Let the cards fall where they may. Und da darf ich halt We noch keine. begin. Irgendwann, weiß ich ja, kann man die Karten selbst aussuchen, also sich ein Deck zusammenstellen aus Quests, die man schon gemacht hat und die man noch nicht gemacht hat. Die Sache ist die, bei Quests, die man noch nicht gemacht hat, bekommt man eine Bonusbelohnung oder überhaupt eine Belohnung. Und dahingehend auch lukrativer für das Deck. Aber die könnten auch theoretisch schwerer oder gleicher sein als die anderen. Und hier, die Figuren sind quasi wir, also unsere Position. Wir müssen halt ein Feld vor und indem wir auf die Karte gehen, decken wir sie auf. Und wenn wir sie aufdecken, erfahren wir, was passiert. Sehen wir mal, was passiert. Die Maid. Fair Merith. I'm not surprised to find that this encounter remains vivid in your memories. Eines Tages begegnest du in einem schattigen Wald einer Elfenmaid. Sie hält an, um dich zu begrüßen. Ich bin Meris, Tochter des Waldvolkes. Mein Volk hilft schon lange den Sterblichen dieses Reichs. Nach welcher
Gabe verlangt es dir. Also längeres Leben. Ich kann um Vorräte bitten und um Gold. So, und da kommen wir halt noch zu einer anderen Tatsache. Und zwar, wir haben hier Gesundheit. Hier der obersten Karte hier sehen. Und ich denke, längeres Leben wird uns dann maximal Lebenspunkte geben. Da haben wir Rationen, also Essen. Jeder Zug kostet uns eine Ration. Momentan haben wir 19, ich glaube, das ist genug erstmal. Und Gold, wir haben 10 Gold. Sprich, man kann irgendwann Händlerkarten haben und uns Sachen wie Waffen, Schilder, Kleidung, glaube ich, auch Rüstung, glaube ich, kaufen. Oder andere Boni, spezielle Gegenstände und so weiter. Also, da wir anscheinend 19 Rationen haben und 100 von 100 Gesundheit haben, verlange ich erstmal nach Gold. Meret scheint überrascht. Es ist nicht die Art eines Abenteurers, um Münzen zu betteln, aber gut, wenn es das ist, was du wünschst. Der Geber zieht dir 3 Gold-Gewinnkarten. Einmal 40 Gold. I'm sure you are grateful for that. Einmal 15 Gold. Einmal 25 Gold. Das ist ziemlich gut gelaufen. Viele verzauberte Waffen haben mächtige Fähigkeiten, die über den Ausgang eines Kampfes entscheiden können. Doch nur, wenn ihr Träger sie auch benutzt. Lebe wohl, Sterblicher. So, gehen wir mal weiter. Ich habe 18 Rationen. I was never a fan of illusion or pretense. Here, I'll make an exception. Während du dir in einem Wirtshaus das Abendessen schmecken lässt, setzt sich ein seltsamer Mann zu dir an den Tisch. Er tippt dir grob mit seinem Holzstock auf die Schulter, um deine Aufmerksamkeit zu erlangen. Du siehst ihn an und erkennst, dass es ein Kobold ist, der nur unzulänglich als Mensch verkleidet ist. Sein schrumpeliges Gesicht grinst dich an, in seinen Augen blitzt Wahnsinn auf. Ich bin Herr Leo. Wenn du mir gibst, was ich will, werde ich dir mit meinem selbst angefertigten Zauberstab deinen Herzenswunsch erfüllen, mein Junge. So, jetzt müssen wir halt raten. Wir müssen erraten, was er möchte. Wir könnten ihn fragen, was er braucht, aber da bin ich mir unsicher, was da die Folge davon ist. Ignorieren will ich ihn auch nicht. Ich könnte ihm 20 Gold geben, also Gold haben wir momentan massig. Und Brot von meinem Teller. Ich denke, Kobolde sind relativ geizig. Oder beziehungsweise sie wollen Gold, deswegen kriege ich immer Gold. Er vergisst alles um sich herum und fängt an, die Goldstücke, die du vor ihm ausbreitest, hin und her zu schieben und zu zählen. Er lässt sich Zeit und beginnt dann, die Goldstücke eins nach dem anderen in seinen Mund zu stecken und herunterzuschlucken. Dann sehen wir doch mal, was ich für dich habe. Dann klopft er mit seinem Stock auf den Boden und ein Schild materialisiert sich zu deinen Füßen. Bitte sehr, altes Haus. Er verzieht den Mund zu einem Lächeln, das all seine gelblichen Zahnstummeln offenbart. Du erinnerst mich an meinen Sohn. Wir sind uns doch noch nicht begegnet, oder? Ich ziehe eine Ausrüstungskarte und ein Schild. Abwehren. Halte ein Schild. Dieses Attribut, Hat ein Schild dieses Attribut, kann der Held Geschosse abwehren und auf den Angreifer zurückwerfen. Hier ist ein perfektes Timing vonnöten, da die Geschosse schneller näher kommen. Drücke Q-Taste, um Geschosse abzuwehren. Achte auf das grüne Symbol über dem Kopf des Helden. Konter. Hat eine Waffe dieses Attribut, kann der Held die Angriffe seiner Gegner kontern. Achte auf die grünen Angriffe und so weiter, ja? Dankeschön. You can now reflect your opponent's ranged attacks using your shield. Make good use of this skill if you wish to survive. Bevor du ihn aufhalten kannst, schnappt er sich mit übermenschlicher Geschwindigkeit eine eingelegte Zwiebel von deinem Teller und rennt zur Wirtshaustür hinaus. Okay, kann sein, dass er vielleicht wirklich essen wollte. That first moment, that glinting weapon, the call to action, to adventure. Truly, there is Und nothing suddenly siehst du eine like Waffe it. glitzern, die neben einem Skelett am Boden der Schlucht liegt. Ich klettere hinunter.
Wir haben jetzt hier dreimal Erfolg, Choose from dreimal these Misserfolg. options. Und wir müssen eine Karte auswählen. Wenn wir Misserfolg wählen, kommt wahrscheinlich ein Kampf oder ein negativer Malus, ein Malus auf uns zu. So, ich nehme die hier. Erfolg. Mit größter Vorsicht machst du dich auf den Weg zum Grund der Schlucht. Du holst dir die Waffe vom uralten Leichnam. Eine Ausrüstungskarte. Axt. Ausgerüstet haben wir eine Axt, die 20 Schaden macht und die macht hier 25. Ausrüsten. A moment to savor. That will make you much more effective. Kann ich hier irgendwo hier You can always review your cards here. Schild habe ich anscheinend schon ausgerüstet. Okay. Liest. Will deine Karte, deine so, kann ich auch mal kurz erwähnen, und zwar das hier sind wir. War jetzt anscheinend klar. Und hier haben wir unser Inventar, können wir halt durchblättern. Hier haben wir unsere Axt, die 25 Schaden macht. Haben wir eine Rüstung, leichte Rüstung. Dann haben wir Segen und Flüche, Helme haben wir noch keinen, Artefakte, Ringe, Handschuhe. Haben wir noch Here is all you have Verbesserungen? gained. Wir haben keine Verbesserungen. Also zurück. Zurück. Und wir machen uns auf zur nächsten Karte. Die Treppen. Jetzt kommen wir Bound zur once more, seeking the heart of it all. nächsten Etage des Dungeons, sage ich mal. Nehmen die Treppen. Your Weiter journey geht's. is well begun. This is what I was looking for. Die nächste You Karte show hier. some aptitude for the game. Ein Hinterhalt. Perhaps this will not be as boring as I thought. So, ein kurzes Rascheln hinter dir ist deine einzige Warnung, dass dein Leben in höchster Gefahr ist. Siehe eine Monsterkarte. 2 Staub, also 2 Banditen haben wir als Gegner. So, jetzt muss ich gucken, wie der Kampf hier nochmal funktioniert hat, weil, wie gesagt, ich habe es nur einmal angetestet und kenne ich die auch nicht gut. Was wir jetzt wissen, ist abwehren. Beziehungsweise kontern. You can now counter your Bewegen opponent's wir attacks. erst Hit the betäuben, counter button rechts when you see angreifen, the flashing indicator. Links. Abrollen, Space, Konter. Okay. Wird nicht so sein, denke ich mal. Komisch, die Steuerung, weil ich B drücke, also gerade auslaufen, läuft der... Ne, okay, passt schon. Und zack, haben wir ihn erledigt. Ja, für uns ersten Kampf war das noch ganz gut, eigentlich, ne? Während du die Gegner nach allem noch Verwendbarem absuchst, bemerkst du, dass sich einer deiner Gegner nur totstellt. Ich schleiche mich an und töte ihn. Ich brauche wieder Glück. Das könnte Misserfolg sein. Ich nehme diese Karte hier. Juhu, es war Erfolg. Oh, die war Fehlschlag. Aber wir haben es ja geschafft. Ein schneller Waffenhieb in seinen Schädel ändert das rasch. Du suchst den Rest der Gegend ab. Der Geber zieht dir 3 Gewinnkarten. Eine Ausrüstung. Wir bekommen einen Helm. A small aid to Wir navigation, bekommen but 3 still, Rationen. Und 10 Gesundheit. a little der- extra health. But it is only a Ist momentary mir gut dabei. respite. Den Helm habe ich schon an. Das sieht ein bisschen hässlich aus, um ehrlich zu sein. Ups. So, jetzt müssen wir mal gucken, unsere Einstellungen. Okay, nee, es passt. So, gehen wir weiter. Reisender Kesselflicker.
In einem schattigen Hain abseits der bekannten Pfade entdeckst du einen reisenden Händler, der mit einem wandernden Abenteurer Handel treiben möchte. Ich gehe zum Laden. Was hat er zu verkaufen? Das frage ich mich. If you were wondering why you've been collecting all that gold, you now have your answer. We're starting to get into the meat of the game now. The back and forth between resources and rewards. Erstmal verkaufen wir das, was wir haben, und zwar die, nein. Nein. Zurück. Das sind die Sachen, die wir haben. Nee, die wir ausgerüstet haben, will ich jetzt nicht unbedingt verkaufen. Damokles. Drücke während des Kampfes 2, um Messer in 8 Himmelsrichtungen zu werfen. Okay. Dann zurück. Increasing the effect of one sort of magic with Alle another. Heilungen, die All you der need Spieler is a erhält, channel werden for verdoppelt. power, Oh, das ist and auch it's gut. simple enough. Dann die Axt, die haben wir ja schon, und das Schwert macht ein bisschen mega Schaden. Drücke linke Maustaste, um deinen Feinden einen Schlag zu versetzen. Das kaufen von mir. A classical approach to dealing with crowds. Artifacts provide powerful special abilities to use in combat, but it takes time to ready them. Okay, die haben eine Regenerationszeit, heißt das also. Den Schild, den Helm kaufe ich mal nicht, weil auf Verteidigung. Was kann man hier noch? Rationen kaufen. 3 Rationen kosten 11 Gold. Kaufen. Nur zur Sicherheit. Ja, und verlassen. Wir haben genug. Wir haben jetzt das Damokles und uns somit unsere erste Spezialfähigkeit. Und gucken, ob wir die schon ausgerüstet haben. Damokles haben wir ausgerüstet, sehr gut. Sprich, wir müssen zwei drücken. So, jetzt nächste Karte. Schlucht des toten Mannes. I'm sure it's not called Dead Man's Gorge without reason. Während du die uralte Seilbrücke über die Totmannsschlucht überquerst, hörst du Bewegungen von unter der Brücke. Ein Hinterhalt. Siehe eine Monsterkarte. 3 Staub. Okay, dann können wir gleich unsere Fähigkeit mal austesten. So, Ausrüstung. Das 2 ist das Artefakt. Weiter. Sehr gut. Vertrag ja, geschafft. Zwar auch ein bisschen Leben verloren wieder, aber gegen 3 Gegner war das ganz gut und das Kino war schnell, oder? Ich bekomme 3 Gewinnkarten. Einmal eine Ausrüstung, das Schild. I cannot expect you to get by without Haben some wir schon. protection. Ja, das gleiche, glaube ich, ja. Really? Is that what you're going to do? 3 Rationen. Und nochmal 3 Rationen. Also sprich, rationstechnisch sind wir ziemlich gut dabei. Oh, der Staubbube. You have reached my first champion. A good man driven to madness by a war that took all from hast die him. Staubbube Wife gefunden. and child, kith and kin. From such dark and brittle iron I forge my tools. Now we see your metal. Weiter. Der Staubbube, der erste Boss, den wir treffen können. Der, ich nenne es mal Tutorial-Boss. Und ich denke, der wird zu besiegen sein. Wir haben 96 Lebenspunkte. Der konnte seine Krieger, seine Untertanen anstacheln. War das doch?
Some enemy attacks cannot be blocked or countered. Get out of the way or stop them with your own counterattack. Und... Nein! Einfach nur Rückschlagen ist immer gut. Das ist ein bisschen unruhig, wenn man das Sichtfeld nicht verändern kann. Der ist weg, der ist auch weg. Ist der Boss schon tot? Ne, der lebt doch noch. Sprich immer, wenn man das Symbol über der Karte sieht, drücke ich einfach mal Leertaste und weich aus. Damit scheint immer sicher zu sein. So, wir haben den Kampf geschafft, was jetzt nicht so schwer war, um ehrlich zu sein. Gut, vielleicht ist das sogar auf leicht eingestellt. Down into the worms with him. Perhaps there is peace for him in the grave, poor soul. One champion has been sent to the cabinet. Yet we are only at the start of our road. You will face 11 more opponents who will test your strength, your memories, and your resolve. Few fall at the first hurdle. None reach the last. We have wagered, and you have won. You may claim your rewards, yet I will also claim mine. As you improve, so do I. Balance must be retained. Okay. Ich würde jetzt unsere Belohnung aussuchen. Also nicht aussuchen. Wir bekommen jetzt unsere Belohnung.